Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind gerade auf dem Weg zur Asus ROG Convention, haben kurz einen Zwischenstopp gemacht. Also wir sind heute Morgen um 7 losgefahren aus Berlin und ich musste noch Sommerreifen drauf machen lassen, deswegen sind wir gerade bei Brömmler, also kennt man ja für die GTRs. Und wir warten gerade kurz, bis die Sommerreifen bei mir drauf sind. Und dann geht es auch weiter nach Duisburg, denn heute ist Donnerstag, heute ist erstmal Aufbau, Vorbereitung. Ich habe auch noch nicht genau gesehen, wie es dort aussieht. Wir werden auf jeden Fall Workshops machen, also ich habe geplant, einen Overclocking-Workshop zu machen. Mary wird euch, falls ihr dort seid, zeigen, wie man Hardtubes biegen kann. Und abends gibt es dann noch eine Bühnenshow, VIP-Programm und so weiter. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wen von euch ich dort treffen kann. Und wir müssen jetzt noch so circa eine Stunde warten und dann geht es weiter nach Duisburg und dann schauen wir mal, wie dort die Event-Location aussieht. Lizengo.de ist ein deutsches und sehr seriöses Unternehmen, wenn es um das Thema CD-Keys geht. Zum Beispiel baut ihr gerade einen neuen PC und ihr braucht Windows 10, Home Pro oder was auch immer, findet ihr das auf jeden Fall bei Lizengo und es sind hier seriöse und vor allem originale CD-Keys. Neben Microsoft Windows und Office findet ihr unter anderem auch Multimedia- und Grafiksoftware und unter dem Thema Video fand ich ganz interessant, dass es zum Beispiel auch Magix Video Deluxe gibt. Das ist das Tool, mit dem ich damals angefangen habe, meine YouTube-Videos zu schneiden. Also falls ihr da in dem Thema auch einsteigen wollt, ist das eine klare Kaufempfehlung von mir. Mittlerweile an der Event-Location angekommen, beziehungsweise das hier ist nebendran. Das ist ein altes Hüttenwerk hier im Duisburg Landschaftspark Nord. Hier wurde früher dementsprechend Stahl produziert. Mega beeindruckend. Wir waren auch gerade schon in der Kraftzentrale. Das ist die Event-Location, wo die ROG Convention letztendlich stattfindet. Auch das ist mehr als beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, dass die ROG Convention so groß ist. Das ist eigentlich schon wie eine eigene Messe. Es werden über 1000 Besucher kommen. Dementsprechend ja, bin ich schon ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bin gespannt, wen von euch ich dann morgen dort treffen werde. Wir werden dann um 18:30 Uhr morgen einen Workshop machen für Hardtubing, dann ein bisschen Basic Overclocking zeigen und 19 Uhr bis ca. 20 Uhr werden wir ein bisschen was mit Flüssigstickstoff zusammen mit Dancop noch machen. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal rein in die Event-Location, also in die Kraftzentrale und schauen uns mal ein bisschen vorab um. Weil jetzt ist es noch ein bisschen leise, ist noch nicht so gefüllt. Ist zwar noch nicht alles aufgebaut, aber wir können uns zumindest schon mal einen ersten Eindruck verschaffen, was morgen so abgehen wird. Wir waren gerade eigentlich auf dem Weg rein in die Event-Location und da ist mir Frank Sirius über den Weg gelaufen. Hallihallo. Was machst du hier? Ich filme für ROG und ich mache so die Bilder für ROG. Im Grunde genommen habe ich die Social Media Accounts übernommen, also Twitter, Instagram, Facebook und mache so ein bisschen dieses hinter den Kulissen. Bin morgen einmal kurz auf der Bühne, PC zusammenschrauben, so ein bisschen von jedem ein bisschen was. Das heißt, wir könnten jetzt irgendwas richtig Cooles bei Instagram posten und keiner könnte was dagegen tun, oder? Ich hoffe mal, ich hoffe mal. Okay, dann posten wir gleich mal was, würde ich sagen. Ich habe mit Frank zusammen letztes Jahr auf der Gamescom eine Show gemacht, wo wir einen PC zusammen übertaktet haben. Das war eigentlich genau, cool. Ich habe Fragen gestellt und du hast eigentlich übertaktet, aber das war echt sehr nice, ne? Ja, also schaut gerne mal bei ihm vorbei. Werden wir mit Sicherheit auch mal sehen. Wir sind jetzt in der Mitte der Gaming-Station, also man kann hier CSGO, Anno zocken, Division 2, Rainbow Six Siege, Apex Legends und wahrscheinlich noch mehr. PUBG natürlich, klar, logisch. Und hier stehen insgesamt, glaube ich, über 200 PCs, wo morgen gezockt werden kann. Ich bin jetzt so ein bisschen davon ausgegangen, das ist wie so eine kleine gemütliche Messe. Und dann habe ich diese Halle hier gesehen, mit diesen ganzen Logos da vorne und dachte mir, holy shit, das wird groß. Vor allem, also wir haben hier diesen Bereich, wo morgen zwischen 13 und 20 Uhr sich alles abspielen wird und dann ist dahinter, hinter einem Vorhang, die große Bühne, da gibt es dann abends nochmal eine Show und da muss ich zum Glück nichts machen, weil vor 1200 Leuten auf der Bühne ist halt was anderes als YouTube. Ja? Leute glauben immer, wenn man vor einer Kamera steht, dann kann man sowas auch. Können wahrscheinlich ja, aber angenehm wäre es wahrscheinlich nicht so. Dann habe ich gesehen, habe ich natürlich Kollegen von CaseKing hier. Ich habe jetzt neben mir Ali von uns von CaseKing, also das ist ja unser Inhouse-Modder und ich habe gesehen, du hast auf jeden Fall sehr, sehr geile Sachen dabei. Die ganz großen Sachen, die du schon gemacht hast, Armageddon habe ich gesehen und Spartacus. Eigentlich hast du alle gesehen, glaube ich. Ja, also wirklich sehr, sehr krass. Wir können ja gleich mal vielleicht eine Tour machen. Ali hat übrigens auch einen eigenen YouTube-Kanal, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
wenn ihr Bitte vorbeischauen, es ist sehr arm momentan. Ist auch Instagram-Profil. Instagram ist vielleicht sogar ein bisschen ja, besser. haben wir auch, ist auch sehr arm. Bitte vorbeischauen. Ja, ich bin nicht so der Social Media. Es wird aber immer aktiver. Kannst du es einfach mal kurz so ein bisschen, vielleicht zeigst du uns mal das finde ich eigentlich am beeindruckendsten. Aber du musst in die Kamera reden, weil da ja, of course. Well, the only problem at the moment is, momentan läuft in RGB hier, da muss man gucken, Software hat nicht gegriffen. Spartacus, Mod of the Arena und stolzerweise auch Deutscher Meister, jetzt gerade geworden. So haben Computers vor 2000 Jahren ausgeschaut in Rom. Und ich wollte einfach diesen großartigen Held namens Spartacus Tribut zollen und für den Kampf, den er damals gegen die Römer geliefert hat, und ich bin ein großer Fan von ihm und deswegen musste ich natürlich die Arena bauen und römischer Stil ist dabei und er geht nicht an oder aus ohne sein Gladius, das ist ganz wichtig, weil was wäre ein Römer oder ein Gladiator ohne sein Schwert? Was ist, wenn ich das Teil jetzt rausziehe? Du kannst es schon rausziehen. Allerdings, dann funktioniert der Schalter nicht mehr. Also dann kannst du nicht an- und ausmachen. Dann kannst du es nicht an- oder nicht ausmachen. Gibst du ihm wieder seinen Zähler zurück natürlich, dann da hast du gehört, ne? Das war ein Magnetschalter. Magnetschalter. Genau, und dann zieht er zurück und dann ist der Circuit wieder also wie solche Sachen funktionieren, das findet ihr bei ihm und das Teil das ist komplett Handarbeit, ne? Das ist keine maschinelle alles Arbeit. Handarbeit, ja. Also wir benutzen Laser auch. Und wir benutzen 3D-Drucker und alles, aber ich benutze sie nie für Meisterschaften. Wenn ich weiß, mit so einem Gerät möchte ich auf die Meisterschaft, hast du mit 100% Handarbeit. Das ist ganz wichtig, ja. Also schaut mal bei ihm vorbei und wir gehen mal weiter. Hinter mir in der Ecke machen wir morgen einen Livestream. Also für euch, wenn ihr das Video seht, ist es natürlich schon vorbei, aber wir haben von 15 bis 15:30 Uhr einen Livestream. Da habe ich dann zusammen mit Ali ein bisschen Zeit, über ein aktuelles System zu reden. Also wir werden euch einfach ein bisschen zeigen, was kann man daran verbessern heutzutage mit technischen Möglichkeiten, Overclocking, Kühlung, Modding, das ist natürlich sein Schwerpunkt. Und das werden wir hier in der Ecke zusammen mit GameStar machen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hinten die Treppe hoch. Also rechts hinten ist die VIP-Area. Wir gehen jetzt hinten mal zur VIP-Area, da haben wir vielleicht einen besseren Überblick, wie groß das hier alles ist. Können wir uns ein bisschen was anschauen. Eigentlich sollen hier auch neue Produkte von Asus gezeigt werden. Ich habe gehört was von neuen Laptops auf jeden Fall, wahrscheinlich neue Monitore, Gaming-Ausrüstung vielleicht, ich weiß nicht, Keyboard, Maus könnte ich mir vorstellen. Dominus Extreme habe ich selbst mitgebracht, also falls das gezeigt werden soll, stellen wir das vielleicht noch auf. Und dann mal kurz uns von oben einen Überblick verschaffen. Wir sind jetzt in dem Bereich, der morgen die VIP-Area werden soll. Also ich vermute mal, hier kommen noch irgendwelche coole Sitzgelegenheiten hin oder sowas. Dann gibt es ja morgen Essen und Drinks und ich bin mal gespannt, wen ich dann hier treffe. Also ich weiß auf jeden Fall Michi von Team Hölle. Dich werde ich sehen. Wir haben noch ein bisschen was zu bequatschen, was die nächste Höllenmaschine betrifft. Und ja, wir sehen, wir haben da unten, also wenn wir einfach mal direkt unter uns runterschauen, da seht ihr kleine Sitzgelegenheiten. Da ist die Workshop Area. Hier werden wir morgen dann Overclocking Tutorial machen und ein bisschen Hardtubing. Also da habt ihr die Möglichkeit, euch hinzusetzen. Und dann werden wir da rechts auf dem Podest steht schon unser PC. Da unten stehen auch die Casing-Tüten mit der Hardtubing-Ausrüstung. Also wir haben 200 Hardtubes dabei, 100 Hardtubes, irgendwie sowas. Also wer Bock hat, dann mal einfach mal zu testen, so Probebiegen, einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Wir zeigen das den Leuten. Falls es mal jemand noch nicht gemacht hat, mal sein erstes Gefühl dafür bekommen will, dann muss man nicht zu Hause die Tubes ruinieren. Und wenn das einer einem zeigt, dann ist es halt wirklich viel einfacher. Und in der Mitte haben wir dann so einen Bereich, wo sich die Leute aufhalten können, essen, trinken können, sitzen können. Cola Zero. Schon mal gut, das macht Hoffnung. Ja, also hier ist schon ein bisschen mehr aufgebaut, also hier sieht es schon mehr nach irgendwie cooler Sitzecke aus, aber ein bisschen Polsterung fehlt noch. Wird aber, glaube ich, ganz cool. Und ja, hier, was seht ihr jetzt vor mir? Dieser Vorhang, der wird morgen erstmal geschlossen sein, also alle Leute, die hinten reinkommen, die sehen das erstmal noch gar nicht, die wissen noch gar nicht, dass diese mega krass große Bühne hier existiert. Das heißt, der Vorhang, der hier vorne ist, der ist erstmal komplett geschlossen. Und der wird erst, ich glaube, 1945 oder 1930, irgendwie sowas wird er geöffnet, damit dann alle Leute sich Richtung Bühne begeben. Da ist dann das Abendprogramm, Abendshow. Das Ganze wird gehostet von der GameStar, soweit ich weiß. Da sind dann auch größere YouTuber anwesend. Also Dena ist dann zum Beispiel auf der Bühne und das ist auch das, was Frank vorhin gesagt hat. Er muss dann da auf der Bühne den PC bauen. Frank, darum beneide ich dich nicht, weil vor so vielen Leuten, ja, will ich mir schon ein bisschen ins Hemd machen. So, ich würde sagen, wir packen jetzt mal alles zusammen und gehen jetzt noch mal ordentlich was futtern und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann geht es wahrscheinlich richtig ab.
Es ist jetzt 12:30, das heißt, in einer halben Stunde ist Einlass. Wir haben alles aufgebaut, also unsere Workshop-Area ist da hinten. Da treffen wir euch dann wahrscheinlich gleich. Es ist immer noch relativ leer. Ich bin mittlerweile auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Vor allem, weil jetzt der Kollege hier von Seasonic, Nils, viele Grüße gehen raus. Magst du dich selber in dem Video sehen später? Ja, sicherlich. Hi. Das ist Nils, der supportet uns immer, also uns meine ich euch und mich mit dem Kanal. Vielen, vielen Dank. Genau. Da warst du mal in meinem Video. Super. Also, wir sehen uns. Ciao. Ciao. Und ja, wir haben jetzt alles aufgebaut, alles getestet. Um 18:30 Uhr geht es los mit unserem Hardtubing-Workshop. 15 Uhr vorher erstmal das Live-Interview mit der GameStar und ich schaue mich jetzt noch ein bisschen um und futter noch ein bisschen was vorher. Warum rennst du schon wieder weg? So, was hast du gespottet? Guck dir bitte diesen Rucksack an, ja? Guck ihn dir an. Für viele ist das eine Kirmesbeleuchtung oder was auch immer, aber das bin ich. Der Chair ist ja auch beleuchtet. Ja gut, aber das ist ein Rucksack, der leuchtet. Ist da dein RGB-Herz wieder aufgegangen? Ja. Was haben wir denn noch so hier? Und auch für Mädchen ist was dabei, nicht nur für Jungs. Ich meine, rosa, alles perfekt abgestimmt. Hier haben wir noch ein paar ROG-Laptops und viele wissen es eigentlich gar nicht, dass die ganzen letzten Videos, die ihr alle gesehen habt, die hat übrigens alle Mary geschnitten und zwar auch mit so einem Laptop. Mag jetzt nach Werbung klingen, aber ich muss sagen, es funktioniert sehr, sehr gut, weil wir eben viel unterwegs sind und Adobe Premiere, wenn ihr Videos wiedergeben wollt, boah, das Licht blendet so krass, ist egal. Jetzt bist du rot. Auf jeden Fall, wenn ihr mit Adobe Premiere schneiden wollt unterwegs, braucht ihr eigentlich mindestens eine 1080 für 4K-Videos. Selbst dann ist die Wiedergabe manchmal so ein bisschen ein Problem. 4K, 60 FPS auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wahrscheinlich nicht, weil wir es ja nie gesagt haben. Auf jeden Fall die ganzen letzten Videos, die ihr alle gesehen habt, waren alle von Mary geschnitten und alle mit so einem Laptop. So. Jetzt habe ich den Faden verloren. Den roten Faden, der ist in deinem Gesicht. Jetzt ist er weg. Verfolgungsjagd. Hä? Verfolgungsjagd. Ja, ich versuche nach irgendwas Interessantes zu spotten, aber Extreme Gaming war gar nicht so extrem. Oh! Jetzt laufen wir hier im... Extreme Gaming ist doch extrem. Wir haben bei der Extreme Gaming Station eine 2080 Ti Matrix gespottet, die hier in dem System verbaut ist. Hier liegt leider keine einzeln rum, wir haben das ja schon bei der CES gesehen. Die Karte bin ich auf jeden Fall auch mal sehr, sehr gespannt. Also das ist eine Karte, die einen Wasserkühler in sich verbaut hat, also quasi wie eine Ayo, wo eben der Radiator in der Karte verbaut drin sitzt. Dementsprechend ist die Kühlleistung von der Karte auf jeden Fall sehr, sehr interessant. PCB ist wie von der Strix, also auch sehr, sehr gut. Und wenn das natürlich möglich ist, werden wir uns die Karte bei Gelegenheit auch noch im Detail anschauen. Auf der ROG Convention gibt es die Karte leider nicht einzeln zu sehen, also wir können die jetzt nicht hier noch irgendwie anschauen oder sowas, aber cool, dass hier zumindest in dem PC eine verbaut ist. So, die ROG Convention nähert sich dem Ende und wie meine Stimme auch. Also es war sehr, 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 sehr geil, hat extrem viel Spaß gemacht. Der Workshop war mega. Also ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute kommen und dann auch so viele mit Mary dann Hardtubes gebogen haben. Also es war dann so, dass quasi eine Stunde lang die Leute mit Mary Hardtubes gebogen haben und ich habe in der Zeit so ein bisschen die Einführung gemacht in Physik-Stickstoff-Overclocking. Also habe jetzt gezeigt, was wir am normalen PC so machen, wie wir den auf 5 GHz takten, was da wichtig ist, was für Spannungen wir verwenden zum Beispiel und welche Spannungen wir dann wie verändern für Physik-Stickstoff-Overclocking. Ich habe einfach so ein bisschen gezeigt, wie verhält sich Physik-Stickstoff überhaupt, wenn man sich das über die Hand gibt zum Beispiel, also ein paar physikalische Effekte erklärt und ja, jetzt ist es mittlerweile glaube ich so 22 Uhr, es gibt gerade noch so ein bisschen Aftershow-Party, da schauen wir gleich noch vorbei und ja, ich habe gerade auch noch mein repariertes Dominus Extreme vorbeigebracht bekommen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Also da ist der Sockel jetzt gefixt. Das heißt, wir müssten alle Handbänke müssten funktionieren und auch wieder PC Express. Und das heißt, wir können mit dem Board auch mal wieder weitermachen. Ja, und ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bei allen bedanken, die hierher gekommen sind. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch und vielen, vielen Dank, dass ihr einfach immer dabei seid. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Oh.
63% auf alles außer Tiernahrung. Ein bisschen Spaß.